benutzt du selber Schweißer-Apps oder irgendwelche Apps für deine Schweißertätigkeiten? Nee. Also, nee, muss ehrlich sein, habe ich bis jetzt noch keine benutzt. Aber ich glaube, da bin ich auch eher nicht so der visierte Technikfreak, der sich alles aufs Handy packt. Ich habe gerne noch Bücher, in denen man nachschlagen kann. Okay. Natürlich vereinfacht das alles, wenn es natürlich mal eine App gibt. Ich habe mich da noch nicht so mit beschäftigt, muss ich auch ehrlich sein. Gibt bestimmt auch gute Apps, die hilfreich sind, aber ich habe das momentan noch nicht so für mich entdeckt. Wir haben dazu mal einen Beitrag gemacht, verlinken wir hier. Und ansonsten könnt ihr eure Tipps für Nick auch mal in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Das, was Nick mal ausprobieren soll. Gerne, auf jeden Fall würde ich auch gerne dann ausprobieren. Da können wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Dann gab es ganz viele Vorschläge von euch oder Wünsche, wozu wir mal was machen sollen. Und dann kannst du ja mal sagen, wie realistisch das ist, dass wir dazu mal was machen können. Zum Beispiel Wick und Mick schweißen von Kupfer bitte. Man findet dazu nichts im Netz, hat einer von euch geschrieben. Ja, also da müssten wir dann noch mal einen Tag vorbereiten, weil das bedarf einiger Vorbereitung. Ich denke mal, da kann man noch ein paar mehr Themen mit beipacken, nicht nur generell Kupfer. Aber das können wir ganz gerne mal erläutern und dann mal zeigen. Okay, dann gucken wir mal, welche Vorschläge sonst noch kamen und dann stimmt ihr einfach ab, was ihr in einem eigenen Beitrag sehen wollt. Okay, Mick-Schweißen von Titan. Ja, also ich denke mal, da sollten wir dann wirklich, wenn die Wünsche alle in die Richtung laufen, wirklich dann mal dazu einen speziellen Beitrag machen und das versuchen, alles unter einen Hut zu packen. Okay, vielleicht kriegt ihr sogar alles. Dann hatten wir noch eine runde Schweißnaht berechnen. Okay. Ja, das ist die Frage, was eine runde Schweißnaht ist. Eine Stumpfnaht, ist eine Kehlnaht? Was soll denn da berechnet werden? Okay. Das Volumen der Schweißnaht oder die Auslegung der Schweißnaht, eine runde Schweißnaht, ja, aber bitte was? Da sollte man dann vielleicht noch mal genau ausdrücken, was man da gerne haben möchte. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert.